Baustelle Ahrental. Tief im Berg entsteht beim Vortrieb mit Tunnelbohrmaschinen und Sprengungen tonnenweise Abraummaterial, das auf kilometerlangen Förderbändern nach draußen strömt. Planungschef Andrea Lussu stammt aus Südtirol. Also ich bin in Sterzing aufgewachsen, geboren im Pfitztal. Es ist ein Seitental bei Sterzing, das direkt oberhalb des Brenner Basistunnels verläuft, also direkt im Projektgebiet. Das ist auch ein Grund, wieso mich dieses Projekt so fasziniert und interessiert, weil es einfach dazu beiträgt, dass diese Landschaft, in der ich geboren bin, diese Umgebung erhalten bleibt. Doch zunächst sind da neue Belastungen für die Umgebung. Wie hier in Steinach am Brenner im Padastertal. Hier landet ein großer Teil des Ausbruchsmaterials, das bisher in den Tiefen des Berges lag. Kritiker des Projekts sagen, aus Kostengründen werde hier ein ganzes Tiroler Tal samt Baumbestand geopfert und der Padasterbach für 10 Jahre in einen Kanal gezwängt. Andrea Lussu von der Betreibergesellschaft sieht das anders. Einerseits sieht man, dass es ein großer Einschnitt ist in die Natur. Auf der anderen Seite funktioniert es ohne dem nicht. Also wir brauchen die Deponie, um weniger Verkehr zu machen und um den Verkehr zu verlagern. Es dauert, bis Andrea Lussu über die riesige Geröllwüste seinen Kollegen zum wöchentlichen Jour fix erreicht. Hallo Andi. Servus. Andreas Goller ist für die BBT-Deponie zuständig. Auf einem 25 Kilometer langen Förderband kommt hier all das Gestein an, das nicht für die Betonmischer recycelt werden kann. Überwiegend Quarzphylit. Ich sage Ihnen noch mal kurz einen Plan. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir rund 2,6 Millionen Kubikmeter Material geschüttet in die Deponie. Gemessen von der Gesamtkapazität von 7,5 Millionen Kubikmeter haben wir sozusagen jetzt erstmalig ein Drittel der Deponie erreicht. Wie weit nach hinten müssen wir jetzt schütten? Da, wo die Schluchtstrecke jetzt gerade zusammengeht, Ja. von diesem engen Zwickel, nochmal 500 Meter taleinwärts. Das ist das obere Ende der Deponie. Gemessen vom oberen Ende zum unteren Ende haben wir eine Gesamtlänge in der Ausdehnung von 1,3 Kilometer. In der maximalen Breite 350 Meter. Die Höhe von der ganzen Deponie? Bis darauf zur Waldgrenze. Da ist bereits ausgeholzt worden. Das ist die Kehre 2. Und da müssen wir dann alles noch weiter. Man sieht da hinten, wo ausgeholzt wird. Ja. Am Ende der Tage schütten wir da ca. 3 Cheops-Pyramiden vom Volumen in die Deponie rein. Die Deponie Padastertal ist die größte von insgesamt 5 Deponien in Nord- und Südtirol. Wir werden das auffüllen, das ist natürlich ein Eingriff. Wir werden aber danach wieder alles in Wiesen- und Weidegebiet überführen, sodass es am Ende so aussehen wird, als wären wir nicht da gewesen. Und das Größte, was wir für die Umwelt machen, ist das, dass wir für 200 Jahre den ganzen Verkehr in den Tunnel reinbringen. Und ich glaube, dass das ein großer Nutzen für die Bevölkerung, für die Umwelt und für uns alle ist. Bis zu 80 Meter wird sich das Tunnelgestein in den kommenden 5 Jahren hier noch auftürmen. Danach soll es wieder grün werden. Vor solchen Schuttbergen haben sie Angst in Auer. Die Gemeinde ist Teil der autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Bürgermeister Feichter kämpft gegen eine offene Zugstrecke vor den Toren des Dorfes. Die große Angst, die wir haben, geht mit der Baustelleneinrichtung einher. Wir sprechen ja hier von fast 5 Millionen Kubik, so zumindest unsere Informationen, die wir haben. Das heißt, es entsteht ein zweiter Berg irgendwo. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf das Dorfbild. Es hat sicher auch Auswirkungen auf den Tourismus, jetzt vielleicht nicht unmittelbar im Dorf, aber natürlich Urlaub neben einer Baustelle klingt jetzt weniger verlockend. Denn eine der wichtigsten Einnahmequellen ist hier der Tourismus. So wie bei der Pension Grasser, einem Familienbetrieb. Also den Betrieb gibt es eigentlich schon seit 1977. Meine Eltern haben diesen Betrieb gemacht, also diese Pension, und haben ihn dann geführt, fast 40 Jahre lang. Und ich als Kind war immer dabei, mittendrin. Und vor ein paar Jahren haben mein Mann und ich uns entschieden, einfach zu renovieren, zu investieren und es weiterzuführen. Wir haben 7 Zimmer und eine Ferienwohnung, sprich wir haben 17 Betten. Der Bau war mitten in Corona, das hat ein sehr großes Loch herausgerissen. Und um sich davon zu erholen, das braucht es ganz lange Zeit.
Viel Geld steckt in der Renovierung. Daher kommt für Julia Grasser die Diskussion über die Zugstrecke in Auer zur Unzeit. Der Brenner Basistunnel ist das Gesprächsthema in Auer. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Sorgen und Wünsche mit dem Bürgermeister teilen. Daher macht Martin Feichter heute mehrere persönliche Besuche im Dorf. Auch Julia Grasser will mit ihm sprechen. Ja, ich habe jetzt ja investiert. Ja. Und was sind denn jetzt deine Sorgen? Ja, unsere Sorgen. Was sind unsere Sorgen? Natürlich, wir Touristiker machen uns unsere Gedanken. Was hat das für Auswirkungen? Erstens mal, wann beginnt die Baustelle? Wie lange dauert der Bau? Was bedeutet das? Kommt da Lärm durch den Windstab? Dann brauchen die Handwerker sicher eine Unterkunft. Da werden sicher Container aufgestellt. Wo kommen die hin? Oder wie groß wird das sein? Und natürlich beeinträchtigt das alles ein bisschen das Landschaftsbild auf alle Fälle. Nicht? Wir hoffen natürlich alle noch als Gemeinde auch, dass das Fenster nicht kommt. Schaut aber alleweil schwierig aus, bzw. schlecht aus. Gell? Vierte. Danke dir. Vierte. Wie ein Damoklesschwert schwebt das Thema Tunnelfenster über Auer. Die Bürger wollen einen durchgehenden Tunnel ohne lauten Zugverkehr in ihrem Tal und kritisieren, die Fensterlösung sei nur aus finanziellen Gründen gewählt worden. In der Bibliothek des Dorfes wird Martin Feichter gleich vor seine Bürgerschaft treten. Er hat prominenten Besuch. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher will die Gemeinde von dem offenen Teilstück der Zugstrecke überzeugen. Solange die Kameras laufen dürfen, bleibt es erstaunlich ruhig im Saal. Doch am späteren Abend gibt es viele Fragen zum Thema Brenner Basistunnel-Zulauf. Die Angst vor einer riesigen Baustelle kann Landeshauptmann Kompatscher den Bürgern heute nicht nehmen. Wir haben dieses Fenster in Auer und wir müssen da ganz offen und ehrlich reden. Es wird auch nicht möglich sein, das einfach wegzuverhandeln. Also jetzt geht es darum, die bestmögliche Variante zu finden. Schade ist, dass wir sehr lange gebraucht haben, in aller Offenheit. Die Wünsche der Gemeinde Auer muss Kompatscher abstimmen mit der italienischen Regierung in Rom, dem Bahnbetreiber RFI und der BBT-Betreibergesellschaft. Da sind Verzögerungen im Zeitplan programmiert. Wir wissen, die Trasseneintragung ist schwierig. Not in my backyard, das ist der Klassiker überall. Ja, die Menschen sagen unbedingt Zug, unbedingt nachhaltig, bitte nicht Straße, aber doch nicht bei mir. Das Ziel der Gemeinde Auer bleibt auch nach dem ergebnislosen Bürgerabend unverändert. Die Züge sollen die komplette Strecke in einem Tunnel fahren. Doch nach derzeitiger Planung sieht es nicht so aus, als könnten sich die Bürger durchsetzen. Weil also manche Zulaufstrecken in Südtirol oder auch in Bayern deutlich später fertiggestellt werden dürften als der Brenner Basistunnel selbst, muss die betagte Brenner Autobahn so belastbar wie möglich bleiben. Millionen von Lkw, Autos und Wohnmobilen werden sich weiter oberirdisch über den Brennerpass quälen. Die Luegbrücke im Tiroler Wipptal. 1,8 Kilometer lang, 55 Jahre alt. Eigentlich müsste sie längst erneuert werden. Für Asfinag-Ingenieur Peter Augschöll bedeutet sie jede Menge Arbeit. Ja, hier stehen wir jetzt unter der Luegbrücke. Das ist die Brücke, die uns derzeit am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Da sind wir eigentlich schon am Ende der Nutzungsdauer angelangt. Aber der Neubau verzögert sich leider. Und hier haben wir einen erhöhten Erhaltungsaufwand. Und wir müssen hier regelmäßig kontrollieren und die neuralgischen Stellen überprüfen. Es kann jederzeit was passieren, aber dafür haben wir eigentlich letztes Jahr einmal vorgesorgt, dass zumindest das Ausmaß dementsprechend reduziert wird. Die Vorsorge besteht aus einer Brücke unter der Brücke, einer einzigartigen Auffangkonstruktion für den Fall der Fälle. Nun geht es für Peter Augschöll direkt unter die Oberfläche der Luegbrücke. Er will Fugen und die Sicherheitskonstruktion überprüfen.
Also hier sind wir jetzt bei diesen Stahlfachwerkträgern, diesen Tragwerkssicherungen. Die haben diese Aufgabe, sollte diese Konsole versagen oben, dann kommt dieser ganze Tragwerksteil herunter und legt sich hier auf dieses Stahlfachwerk auf. Wir haben jetzt im Betrieb 2 cm Luft und wenn diese Konsole versagt, dann legt sich dies nach unten und wird von dieser Konstruktion aufgefangen. Somit können wir eigentlich einen Totalkollaps der Brücke verhindern. An der Brückenfuge nebenan untersucht ein Prüfingenieur die alten Spannbetonteile. So, hallo Siki. Servus Siki. Hallo Ronny, servus. Wie geht's euch? Gibt's was Neues? Die Biegerrisse in der Konsole sind stabil. Messgeräte geben bei plötzlichen Veränderungen Alarm. Genau in diesem Bereich hier hinten haben wir eigentlich die maximale Beanspruchung bzw. die neuralgischen Stellen, wo wir auch schon Risse beobachtet haben. Das sind sehr kleine Risse, aber die werden genau dokumentiert und aufgezeichnet und auf Veränderungen hin beobachtet. Mit Scannern untersuchen die Prüfingenieure die Betonteile, die an den Fugen liegen. Das sind die Spannglieder. Und hier sieht man 1, 2, 3, 4 Spannglieder laufen aus dem Baujahr 1966. Ob sie jetzt irgendwie korrodiert sind, sieht man nicht wirklich, aber es ist anzunehmen, dass die eigentlich keinen Schaden haben. So, okay. Gut noch, Siki. Vierte, ciao. Ronny, vierte. Ciao. Macht es gut noch. Das Gute. Vom Befund ihrer Inspektion hängt es letztlich ab, ob und wie lange noch Millionen von Lastwagen und Autos über die betagte Lueg-Autobahnbrücke fahren dürfen. Immerhin, die Überprüfung der Brückenlager hat heute keine dramatische Verschlechterung ergeben. Ja, der Zustand der Brücke wird natürlich nicht mehr besser, aber wir versuchen mit unseren Maßnahmen die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, aber jetzt langsam wird es Zeit, dass hier ein Ersatzneubau stattfindet. Südtirol. Auch auf italienischer Seite ist BBT-Ingenieur Andrea Lusso häufig auf der Brenner-Autobahn unterwegs. Das 10 Milliarden Euro Projekt Brenner-Basistunnel ist auch hier nicht zu übersehen. Wie hier im Raum Franzensfeste, am südlichen Ende des neuen Eisenbahntunnels. Vermutlich 9 weitere Jahre müssen die Anrainer mit Lärm und Staub der Großbaustellen auskommen. In Farn bei Brixen laufen die Vorbereitungen für einen weiteren südlichen Bahnzulauf zum Brenner-Basistunnel. Unter großen blauen Planen lagern Teile einer neuen Tunnelbohrmaschine. Andrea Lusso muss überprüfen, ob die Lieferung aus China komplett ist. Während hier bald eine neue Tunnelbohrmaschine zum Einsatz kommt, hat Andrea Lusso noch keine guten Nachrichten von der IDA in Tirol. Sie kann immer noch nicht starten. Wenn die Probleme mit den Förderbändern nicht bald gelöst sind, gerät der Zeitplan dort ins Wanken. Und Verzögerungen kosten Geld. Immerhin, hier auf der Baustelle Farn in Südtirol gibt es derzeit für Lusso keine Probleme zu lösen. Dieser Bohrkopf wird sich in Kürze durch das Gebirge entlang des Eisacktals fräsen. Einige 100 Meter entfernt produzieren sie direkt vor Ort die Tübinge, also die Betonringe für die Tunnelwand, und fahren sie mit einem eigenen Zug bis zu 20 Kilometer weit in die Tiefen der Alpen zu den Baustellen. Feierabend für Tunnelplaner Andrea Lusso. Im österreichischen Stubaital lebt er mit seiner Familie, mit ungestörtem Blick auf die Berge und in rund 20 Kilometern Entfernung von Autobahn und Baustellen. Hallo, ist jemand da? Hallo. Hallo, Schatz. Boah, heute einen Stress gehabt. Maschine. Maschine. Hitze auch noch. Ja, nein, wir sind schon im Tunnel drinnen gewesen, aber mit dem Förderbandel hat es gefuchst und ja, echt nicht ganz ohne. Ei. Weil Abendbrotzeit für Andrea Lusso und seine Frau Elena. Tischgespräch bei Familie Lusso ist regelmäßig das Thema Verkehr rund um die Brenner-Autobahn. Das Bier wollte er noch holen.
Wir haben die Schwiegereltern in Südtirol und würden sie immer wieder mal gerne besuchen fahren. Und wir müssen überlegen, können wir jetzt fahren oder ist alles blockiert auf der Autobahn? Es ist immer ein Thema, der Verkehr bei uns. Hofft sie auf den Tunnel? Ich kenne auch viele Stimmen so in der Bevölkerung, die sagen, das wird sowieso nichts bringen. Also ich hoffe, dass der Tunnel den gewünschten Effekt bringt, aber was die Prognosen sagen, ist, dass der Verkehr sowieso steigen wird. Und das, was der Brenner Basistunnel wegnehmen wird, das wird helfen, aber das wird nie so weit führen, dass die Autobahn leer sein wird. Solche Skepsis über den Sinn des Tunnels begleitet das Milliardenprojekt bis heute. Doch Mitarbeiter Andrea Lusso zweifelt nicht daran, dass der Tunnel kommt und auch genutzt werden wird. Ich habe schon das Gefühl, dass du das zu Ende bringen willst, oder? Ja, vorher hätte ich schon. Und vor allem möchte ich mit dem ersten Zug von Innsbruck nach Franzensfest in 35 Minuten durchfahren, ohne Stau, stressfrei, dort einen Cappuccino trinken und dann wieder nach Innsbruck. Das würde mich schon sehr freuen. Ich bin dabei. Bei der zweiten Fahrt schon. Die erste ist schon ausgebucht. Doch bis diese Fahrt durch den Brenner kommt, werden noch mindestens 9 Jahre vergehen. Der Brenner Basistunnel bedeutet für viele Hoffnung auf eine Verkehrswende am Brenner. Doch noch ist offen, ob diese Hoffnung wirklich erfüllt wird. Immerhin, Ida, die Tunnelbohrmaschine, dreht sich nun endlich und frisst sich in 700 Metern Tiefe weiter Richtung Brenner. Die Tunnelbauer sind zufrieden. Es geht weiter voran.